Habibi, assalamu alaikum. Willkommen zurück in meine Welt, wie es mir geht. Alhamdulillah, muy bien. Ich hoffe, euch geht es auch gut. Ich erzähle euch heute von einer Person, die ich abgrundtief gehasst habe. Ich denke, jetzt kommt Fitna, aber jetzt kommt so muslimische Klatschpresse. Aber nein. Diese Person, die ich so abgrundtief gehasst habe, war keine andere Person als ich selber. Als ich selbst, ne? Das letzte Video ist hochgegangen und es ist so gut angekommen und ich dachte, warum kommt es so gut an? Wie soll ich dem Anspruch wieder gerecht werden? Es ist nur gut geworden, weil die Hormone an dem Tag richtig waren. Es ist nur gut geworden, weil die Sonne richtig gestanden hat an dem Tag. Wenn Leute getaggt haben auf Instagram oder so, ich dachte so, lösch bitte. Lösch. Oh mein Gott, ich spüre den Druck. Ich hinterfrage, warum dieser Bruder mich überhaupt rekrutiert hat. Soll ich euch mal meine WhatsApp-Nachrichten zeigen? Warte. Ey Mann, ich komme an dieser einen Stelle, ich komme einfach nicht voran, Mann. Das ist genau die Stelle, wo ich seit Tagen einfach hängen bleibe. Ich weiß nicht, wie ich vorankommen soll. Es blockt mich einfach, ich krieg's. Okay, und dann hatte ich diesen Moment und ich habe mir gedacht, kannst du dich mal zusammenreißen? Du hast dir doch schon beigebracht, dass man nicht selber mit sich so redet und dass man nicht so unrealistische Ansprüche an sich selber haben sollte. Deswegen erzähle ich euch heute in diesem Video, wie ich von Selbsthass zur Selbstliebe gekommen bin und eigentlich dann auch wieder zurückgegangen bin zu Selbsthass. Wenn ich zurückdenke, ich glaube, es waren so 3 Stimmen in meinem Kopf. Die erste Stimme, an die ich mich erinnern kann, ist von meinen Eltern. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, kleine Esra läuft durch die Welt und ich höre sie heute noch, wie sie sagen, Esra, wir lieben dich, egal was du machst. Du bist die Schönheit aller Welten, du bist unsere Prinzessin. Egal was du tust, wir stehen hinter dir. Man denkt, Traumeltern. Man denkt, das sind genau die Eltern, die man sich wünscht, oder? Aber das Problem ist, meine Eltern sagen A und machen B. Wenn ich mit einer 1 in Mathe nach Hause gekommen bin, sie haben mich geliebt. Ich habe Geschenke bekommen, ich habe Küsschen bekommen, ich habe ein Tiara bekommen. Guck mal, so. Okay, ich war Prinzessin an dem Tag. Wenn ich aber mit einer 5 in Mathe nach Hause gekommen bin, Digga, wenn ich jetzt daran denke, ich habe Angst. Mein Papa war so, wenn das so mein Mathe ist, so. Mama musste nur einmal gucken mit seinen Augen. Ich wusste so, okay, ich bin die schlimmste Tochter auf dieser Welt. Meine Mutter, sie ist immer die ausgerastet ist, okay? Ja, sie kommt so mit. Bah! Wenn ich nicht die volle Leistung erbringe, vorbei, oh, Baba Anne, Joch. In dem Moment, ich fühle mich wie Chara. Ich fühle mich wie ein Stück Scheiße. Ich denke mir so, ich habe versagt. Meine Eltern, sie sind hergekommen, sie haben von Null angefangen, sie hatten nichts. Sie hatten keine Sprache, keine Familie, keine Netzwerke, kein Para und ich habe einfach alles verschissen. Ich bin undankbar. So bin ich dann normalerweise in mein Zimmer gegangen, in eine Ecke und ich war so, oh mein Gott, ich verdiene keine Liebe. Und somit herzlichen Glückwunsch. War die erste Stimme geboren, die in meinem Kopf war und gesagt hat, du bist nicht genug. Mein Selbsthassbarometer steigt auf 43%, okay? Aber ey, 43% ist noch nicht über 50%, ja? Man kann mir noch helfen, da ist noch Hoffnung, okay? Wer da mal nicht diese Haram-Kultur in unseren eigenen Kreisen. Ey, ich muss auch gar nicht lange ausholen. Ihr wisst alle ganz genau, was ich meine. Es kommt immer irgendwo von irgendeiner Ecke ein Gesicht mit einem Haram. Guck mal, allein das schon sagen, ich will platzen, okay? Ich will direkt platzen. Ihr holt Handy mit linker Hand raus, oh, ist Haram. So, ich guck dieses Video, oh, ist Haram. Ich puppel mich mit meiner rechten Hand, oh, ist Haram. Alles ist Haram, okay? Du bist eine schlechte Muslima. Wenn du aber so machst, wie die Leute es da draußen wollen, dann vielleicht. Aber eigentlich, Status quo ist, du bist Haram. Dein Kopf, deine Nase, dein Finger, alles. Ich hätte da eigentlich schon Notbremse ziehen müssen. Eigentlich hätte ich da schon direkt Therapie mir holen müssen. Aber natürlich habe ich nicht gemacht. Ich bin stolz. Ich denke mir so, ist richtig so. Ich mach weiter. Die Sache ist, ich kann heute darüber lachen. Ich kann sagen so, ich muss euch... Diese Haram-Kultur bringt mein Selbsthassbarometer von 43 auf 75%. Jetzt kommt erstmal nur eine Runde Haram, aber für mich so, okay? Oh, könnt ihr bitte einmal machen? 1, 2, 3. Nein, das machen wir nochmal. 1, 2, 3. Digga, wie... So manchmal, wenn ich überlege, meine Beziehung zu Deutschland ist ein bisschen so wie Völkerball spielen, okay? Ich habe das Spiel geliebt, okay? So man ist so ein Team, man sagt, ja Mann, komm, bam, bam, man wirft. Ist so voll viel Action. Der einzige Unterschied ist aber, wenn Deutschland mein Team gewesen wäre, erstes Problem, ich werde gar nicht ausgewählt am Anfang, okay? Ich bin so die letzte Walk of Shame. Alle werden ausgewählt, aber ich bin so die letzte. Dann ich mit dem Team, Spiel beginnt, weißt du, was die machen, die Opfer? Anstatt dass das gegnerische Team mich abwirft, mein eigenes Team wirft mich ab. Ich denke mir, ihr habt die Steine im Kopf. Entspannt euch doch mal, ihr habt die Spielregeln nicht verstanden. Die sagen doch, Schiri-Kopf. Sagt mir nein, wegen Unsportlichkeit auf die Strafbank. Ich denke mir so, ich gucke mein Team an, ich sage, hallo, könnt ihr mal was
Glaubt da was schief? Keiner sagt aber was. Alle gucken mich so an, als würde ich so gerade Dings machen, den größten Verrat. Als würde ich gerade Spiel aufhalten. Ich denke mir so, tamam, yallah, ich gehe auf Strafbank und mein Team wird weiter auf mich, anstatt auf die gegnerische Mannschaft. Die sagen, Dicker, habt ihr? Was ist los mit euch? Und dann Schiri kommt so nochmal auf mein Gesicht. Ich denke mir so, oha, wofür war das jetzt? Sagen so, ich mag dein Gesicht nicht. Guck mal, wenn sowas einmal passiert, man merkt direkt, man riecht so, okay, da läuft irgendwas schief. Aber wenn sowas 100-mal passiert, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu denken, es muss an mir liegen. Ich muss was falsch gemacht haben. So irgendwas muss an mir kaputt sein, dass Deutschland die ganze Zeit, dass mein eigenes Team mich die ganze Zeit abwirft, oder? Ihr versteht also, es waren 3 Faktoren, die mein Selbsthassbarometer so zum Explodieren gebracht haben. Wisst ihr was? Dieses Gespräch, was ich auf der Strafbank hatte, das war eigentlich schon mein erster Schritt. Ich muss mir einfach eingestehen, dass ich unglücklich bin und dass die Kacke am Dampfen ist. Jetzt würde man denken, ja, ist doch einfach, ist doch kein Problem, man muss sich nur eingestehen. Aber wait! Warte, Stanishway ist nicht so einfach. Wenn ich jeden Tag in den Nachrichten sehe, was so in Syrien abgeht, ich höre von den Uiguren in China, ich höre, was diese Hässlichkeit von einer Orange so veranstaltet, denkst du, dann komme ich noch von einer Ecke und sage, pardon, excuse me, I am unhappy, ich bin unglücklich, kann mir bitte jemand helfen? Niemals! Ich hätte mir damals niemals das Recht genommen, weil ich dachte, es gibt so viele andere Menschen, denen es noch schlechter geht. Aber dieses Denken ist ein Falle. Wisst ihr, wie dieses Denken in Real Life aussehen würde? So. Frau Karakaya, hören Sie mich! Ja, Alhamdulillah, mir geht's gut, schreib mal bitte nicht. Wie geht Ihnen gut? Ihre Beine sind nicht mehr da, wir müssen Sie operieren. Dann, was für Beine, mir geht's gut, ja. Psch. Ich muss Ihnen jetzt eine Spritze geben, sonst du stirbst. Und dann, schrei nicht, gib diese Spritze irgendjemand anderen, mir geht's gut, wallah. Ja, okay, hat Allah. Jungs, wir gehen Pfeife klatschen, hade. Dein Ernst? Hässlichkeit. Ja, Habibis. Lass mal diese Filme. Erkenn doch einfach an, dass du da unglücklich bist. Doch kein Problem. Denkst nur, weil deine eigene Toilette dreckig ist und die anderen sind noch dreckiger, dass du dann deine eigene nicht sauber machst oder was? Wow. Wow, was ist für ein Vergleich? Keiner hat verstanden. Okay, ist einfach. Komm, wir machen direkt weiter mit 3. Punkt. Warte aber, warte. Eure Abla dachte auch, ist einfach. Einfach so, boop, Gedanken ausschalten, boop, Negativität so rausschneiden. Ist nicht so einfach. Ich habe mindestens 5 Jahre lang jeden Tag, jede Stunde, jede Minute mir nur Negativität gegeben. Und dann soll ich von der einen auf die andere Minute in der Lage sein, das einfach auszuschalten? Digga, das ist so, als würde ich 5 Jahre lang meine Bizeps trainieren. Okay, so, ich habe so einen Bizeps. Ist Bizeps hier eigentlich? Ich habe so einen Bizeps und dann sage ich, okay, morgen ich schieße Tore wie Ronaldo. Ich mache morgen, ich gehe auf Fußballfeld. Ja, ne, wenn mein Bizeps meine negativen Gedanken sind und ich das jahrelang trainiert habe, dann habe ich eindeutig einen falschen Fokus gesetzt. Dann muss ich jetzt den Fokus auf meine Beine setzen, weil meine Beine sind meine positiven Gedanken. Und wenn ich den positiven Gedanken aufgebaut habe, kann ich dann auch gute Tore schießen. Also fast. Das hat nicht so ganz was miteinander zu tun, aber ihr versteht, was ich meine, oder? Man muss langsam anfangen. Ich war zum Beispiel nicht in der Lage, mir direkt zu sagen, so, oh, Esther, du bist voll cool, Esther, du hast es voll drauf, Esther, du bist Mama, geh mal weg. Wenn ich auch nur versucht habe, sowas zu sagen, so, ich wollte kotzen. So sehr habe ich mich gehasst, okay? Deswegen, ich musste kleiner anfangen. Ich musste anfangen mit, ich gebe mir gerade Mühe. Wallah, und dieser Gedanke war besser, als zu denken, so, ich bin dumm. Wirklich. Ist jetzt nicht die größte Selbstliebe zu sagen, ich gebe mir Mühe, aber ist ein Anfang. Alhamdulillah, Allah hat mich wirklich mit richtig schönen Seelen in meinem Leben gesegnet, ja? Und genau diese Menschen sind Gold wert. Wenn ich irgendwas machen will, wenn ich einen Schritt nach vorne machen will, einen Schritt nach oben gehen will, bam, sie kommen wie ein Dings, wie eine Wand, sie schieben mich, okay? Hatta nein, sie bauen sogar die Treppe für mich, sie bauen die Leiter für mich. Sie machen so da mit so Asphalt und dann noch so Goldglasur und sie helfen mir, so wie eine Prinzessin darauf zu steigen, okay? Aber manchmal kommt so ein Gurke von der Ecke und versucht den hier zu machen. Die kommen mit einem Ellbogen, die schubsen dich zur Seite und gehen rauf auf diese Treppe. Du bist unten, du rollst schon, du rollst runter, du rollst und während du rollst, machen sie den, sie rufen nach hinten. Warum hast du die Treppe so klein gebaut? Ja, nee, sie springen dir quasi, sie schubsen dich von deinem Weg runter und dann geben sie dir auch noch die Schuld, dass du was falsch gemacht hast, okay? Esther ist ein bisschen naiv, sie braucht ein bisschen länger, okay? Wenn die Person mich runterschubst, ich rolle nach hinten, aber ich rolle weiter. Rolle und während ich rolle, ich glaube der Person, ich sage, Wallah, sie hat recht, ja? Ich rolle weiter, rolle. Wallah, tut mir leid, Schwester, ich hätte Dings größer bauen sollen, die Treppe. Guck mal, Bis, und mach nicht den Fehler, den ich 100-mal gemacht habe. Geht nicht zu den Leuten und sagt, warte, ich erkläre dir, was du gerade falsch gemacht hast. Nein, scheiß drauf, das sind toxische Menschen. Einfach kicken. Kick aus euer Leben. Bam, ein Kick. Denkst du bist bei Hollywood oder was?
Denkst du bist Hancock, so die ganze Welt ist gegen dich. Du musst so alleine schaffen. Du bist richtig so türkisch-Isyan-Film. Denkst du, oh mein Gott, keiner kennt meinen Schmerz. Lass mal deine Filme. Du denkst auch, Thomas Edison, er saß in seinem Zimmer, hat so 2 Kabel, macht so, boop. Und dann war auf einmal so Glühbirne mit Dings Strom erfunden. Digga, diese ganzen Menschen, die hatten alle Hilfe. Sogar Hancock hatte Hilfe. Dieser Bruder hat ihm doch so Marketing und so gemacht. Am Ende alle haben ihn geliebt. Er hatte nicht alleine geschafft. Lass doch einfach Hilfe zu. Such dir Mentorinnen und Mentoren. Such dir, wenn es sein muss, einen Life-Coach. Such dir Therapie. Und ganz ehrlich, wenn du dich schämst, dann erzähl keinen. Yalla, okay, du musst nicht jedem erzählen, dann mach einfach alleine, okay? Lass irgendjemanden wissen, dass du drin ein Lappen bist, okay? Bullshit. Nach der Erklärung mit der Geld-Zurück-Garantie. Okay. Bullshit, ihr hättet mich mal letzte Woche sehen. Okay, Ja, mach komm da mal. bitte weiter. Okay, willst du nicht weitermachen? Ich mach da mal weiter, Herr Bubi. Geh mal weg, Dicker, mach mal Platz, Dicker. Habibis, guck mal, ich könnte jetzt hier sitzen und sagen, das sind die 4 Schritte zur Selbstliebe, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, okay? Bullshit. Wallah, Bullshit. Jede Person, die euch sowas verkaufen will, direkt, auch direkt kicken. Genau wie diese toxischen Menschen. Digga, ihr hättet mich mal letzte Woche sehen sollen. Ich war in meinem Bett so, ich kann nicht. Dieses Video ist zu schwer, ich bin nicht lustig. Okay, ich bin nicht lustig, na und? Ich muss trotzdem dieses Video machen. Und jetzt? Und in diesem Moment, wo ich diese Filme schiebe, ich habe mich wieder daran erinnert. Ich so, Esra, erinnere dich an deine 4 Dings. Esra, wie so aus Dings Shifu von Kung Fu Panda. Erinnere dich an deine 4 Schritte. Und in diesem Moment, ich habe mich erinnert. Erster Schritt, sich einfach eingestehen, dass es einem schlecht geht und dass es okay ist. Zweiter Schritt, negative Gedanken kicken und ein bisschen positiv sein. Dritter Schritt, toxische Menschen kicken. Komm mal her. Ganz ehrlich, wer hat gesagt, dass ihr das alleine schaffen müsst? Schreibt mal in die Kommentare, so was eure Strategien sind, weil ich will auch wissen. Lass mal zusammenarbeiten, lass zusammen, eine Gesellschaft arbeitet zusammen, okay? Lass uns gegenseitig befruchten, lass so arbeiten wie ein Schatein, okay? Und wenn, ganz ehrlich, wenn ihr euch dann immer noch alleine fühlt, sorry, ich kann euch nicht helfen, aber vielleicht dieses Video von kurz gesagt zum Thema Einsamkeit. Hier ist das Video zu meinem letzten Video und hier könnt ihr ein Abo da lassen.